Man kennt das. Man will einfach nur zu Hause seine Ruhe haben, aber ständig schmeißen Merkel und Lindner überall ihre Wahlprospekte hin. Immer das Gleiche und tatsächlich ist der sogenannte Häuserwahlkampf mittlerweile eine große Sache in der Politik. Allein bei der Landtagswahl im Saarland letztes Jahr haben fast 9000 Wahlkämpfer der CDU an insgesamt 700.000 Haustüren geklingelt. Und im Bundestagswahlkampf kurz darauf lief bei den Parteien selbst das Spitzenpersonal von Tür zu Tür. Aber woher wissen die Wahlkämpfer eigentlich, wo es hingeht? Also wie wird entschieden, wo man klingelt, um Werbung zu machen? Nun, zumindest bei zwei Parteien wissen wir es jetzt. CDU und FDP haben Daten der Post gekauft, um im Wahlkampf bei Bürgern gezielter für sich werben zu können. Die Deutsche Post verkaufte mehr als 1 Milliarde Kundendaten an CDU und FDP. Wofür? Also man könnte doch bei diesen von Tür zu Tür Aktionen eigentlich davon ausgehen, dass die Politiker einfach so in ihre Wahlkreise gehen und dort ganz offen mit den Bürgern gleichermaßen das Gespräch suchen, aber es stellt sich heraus, dass versucht wird, Situationen, in denen man sich Kritik stellen müsste oder in denen man Menschen begegnet, die eine andere politische Auffassung haben als man selber, dass versucht wird, solche Situationen schon im Vorfeld, so gut es geht, zu vermeiden. Was inszeniert wurde, wie spontane Bürgernähe, war digital durchgeplant. Die CDU stellte zur Vorbereitung sogar einen gottverdammten Haustürsimulator in ihrer Parteizentrale auf, wo vermutlich trainiert wurde, wie man mit normalen Menschen spricht. Der Datenkauf sollte zusätzliche Sicherheit bringen. Die FDP lässt wissen, die Daten der Post sollten dabei helfen zu erkennen, wo die Partei einen möglichen FDP-affinen Wähler antreffen könnte. Die CDU gibt an, mit den Daten wurde im Rahmen des Haustürwahlkampfes die statistische CDU-Wahlwahrscheinlichkeit für einen Straßenabschnitt geliefert. Es drängt sich die Frage auf: Warum? Warum suchen Parteien für ihre Wahlwerbung ausgerechnet Orte, an denen sie wahrscheinlich schon gewählt werden? Wäre es nicht viel sinnvoller, sich vielleicht mit Menschen auseinanderzusetzen, die man noch überzeugen kann, ja, dass man noch zusätzlich Stimmen vielleicht gewinnen kann? Und die mathematische Antwort darauf lautet tatsächlich nein. Wenn man einem Bürger mitteilen will, geh zur Wahl, wähl unsere Partei, denn wir setzen uns ein für dies, das und jenes, dann sind das eine Menge Botschaften, die beim Gegenüber ankommen müssen. Und das Ganze kostet eine Menge Zeit. Aber wenn man zu Leuten geht, die einen gut finden, dann muss man eigentlich nur noch daran erinnern, geh zur Wahl und sie werden schon das Richtige ankreuzen. Spart Zeit und bringt statistisch mehr Erfolg. Es ging beim Häuserwahlkampf der Bundestagswahl, also zumindest bei FDP und CDU, anscheinend weniger darum, einen echten offenen Dialog mit den Bürgern zu starten, sondern vielmehr um eine gezielte Suche nach Leuten, mit denen man ein leichtes Spiel hat. Und zu diesem Zweck wurden Geschäfte mit der Deutschen Post gemacht. Der Datenhandel lief über die Tochterfirma Deutsche Post direkt. Diese wirbt auf ihrer Webseite damit, dass 150 Einzelmerkmale, unter anderem Daten zu Bildung, Alter, Pkw-Besitz, Bankverhalten und Kaufkraft, eine zielgruppengenaue Adressselektion ermöglichen. Die Adresse der Kunden hat die Post sowieso. Wer welches Auto fährt, diese Daten kauft sie bei den Straßenzulassungsbehörden. Angaben zu den Haushalten bei den Einwohnermeldeämtern. Es wird ein riesiger Aufwand betrieben, um die Bevölkerung so genau es geht zu analysieren. Ja, und in vielen Fällen kann so eine ausführliche Erfassung der Gesellschaft tatsächlich sehr nützlich sein, wenn es zum Beispiel darum geht, wie entwickelt sich unser Konsumverhalten, ja, welche Folgen hat das oder welche Infrastrukturprojekte sind überhaupt notwendig tatsächlich und all solche Sachen. Aber hier, also lasst uns mal ehrlich sein, hier geht es um nichts anderes als um Macht. Hier geht es um Vorteile von Parteien und Politikern im Wahlkampf. So, und das sollte man nicht auf die leichte Schulter nehmen. Erstens bekommt die Post diese Daten nach eigenen Angaben unter anderem von Behörden. Das heißt, der Staat selbst betätigt sich hier als Datenhändler. Und zweitens, das ist ein absolut intransparentes Verfahren, von dem ich als Wähler auch gar nichts erfahre. Die Wähler werden darüber nicht informiert. Weder von der Post noch von den Parteien. Ja, also wir Trottel in der Bevölkerung kriegen es vielleicht irgendwann ein halbes Jahr nach der Wahl mal mit, ja, falls es in den Medien dann doch mal rauskommen sollte, so wie jetzt. Und die Infobroschüren der Post, die richten sich nicht an die Bevölkerung, sondern an die Parteien. In einer Broschüre der Deutschen Post AG wird von den Möglichkeiten geschwärmt, Wähler zu aktivieren und Stimmen zu sichern. Im Vorwort heißt es sogar, Politikverdrossenheit und Vertrauensverluste auf Seiten der Bürger führten in der Vergangenheit zu hohen Nichtwähleranteilen, unberechenbarem Wahlverhalten und späten, oft emotionalen Wahlentscheidungen. Unberechenbares Wahlverhalten. Ja?
Also Leute, die nicht mehr 40 Jahre lang am Stück immer dieselbe Partei wählen, einfach aus Prinzip, sondern die sich vielleicht zwischendurch Gedanken machen, dass sie sich auch mal für eine andere Partei entscheiden bei einer Wahl, weil sie vielleicht in der heutigen Zeit bessere Lösungen im Angebot haben, weil sie sich als Menschen politisch weiterentwickelt haben oder vielleicht auch, weil sie das Gefühl haben, dass ihre alte Partei sie mittlerweile nur noch verarscht. So, also da können die Datengeschäfte der Post scheinbar helfen. Und selbst wenn sich herausstellen sollte, dass diese Geschäfte rein rechtlich komplett legal waren, also da wird ja gerade noch ermittelt, selbst dann muss man sagen, genau mit solchen Aktionen schafft man kein Vertrauen, sondern verspielt es.